Ihr kennt das sicher, jemand schießt einen Pfeil als Bogenschütze, schießt gut irgendwo hin und dann ist das Zeitfenster da. Er braucht sehr lange, um nachzuladen und der Nahkämpfer kommt heran und macht den Bogenschützen kalt. Hallo liebe Labfreunde, ich wurde gebeten letztens nochmal vorzuführen, wie die Technik, die ich im letzten Video erklärt habe, genau funktioniert. Ich zeige euch einmal, was ich tue und danach erkläre ich genau, was ich da mache. Ich habe gesagt, dass man mit erweiterten Nocken leichter nachladen kann. Dass man nicht hingucken muss, wenn man den Pfeil auf die Sehne legt. Und das stimmt auch. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man die Nocken, wenn man sie bastelt, nicht zu groß macht, vor allem an den Übergängen zum Schaft, damit sie nicht am Bogenschaft hängen bleiben, wenn man schießt. Aber das Nette ist, dass wenn man erweiterte Nocken hat, dass man eher den Überblick auf dem Schlachtfeld behalten kann. Und zwar hat man diese Pfeile gedreht in einem gedrehten Strang hier im besten Fall dem Deflex des Bogens drin. Jetzt ist das Problem, dass man darauf achten muss, dass die Pfeile richtig rumgedreht sind. Ich zeige euch die Linkshänder-Variante, die müsstet ihr spiegeln, wenn ihr Rechtshänder seid beim Schießen. Wenn ich die Pfeile so rumgedreht hier drin halte, alles gut, dann kann ich mir einen Pfeil hier rausnehmen. Dort, wo Zeigefinger und Daumen zusammenkommen, etwa diese Pfeile sind die besten dafür. Dann nehme ich mir einen Pfeil raus und kann den hier oben drauf legen. Ich schieße auch dann meistens direkt so weiter. Das kann man machen. Wenn man aber genau diese Drehung, die ich jetzt hier habe, für die andere Seite benutzen würde, also quasi wie ein Rechtshänder schießen wollen würde, mit den Pfeilen in dieser Drehung, dann passiert Folgendes. Ich nehme mir einen Pfeil hier raus und was passiert? Ich ziehe ihn und er stoppt. Er hängt hier fest. Das liegt daran, dass die Drehung falsch rum ist. Wenn man also die Pfeile aufsammelt, muss man sie in der richtigen Drehung haben für die richtige Seitenschusstechnik. So rum gar kein Problem. Wie man zu der richtigen Drehung kommt, das zeige ich jetzt. Spielen wir mal Mikado. Und dann sammeln wir die Pfeile auf. Entweder macht man die langsame Technik, nimmt sich einen Pfeil, öffnet die Bogenhand, legt den Pfeil rein, nimmt sich den nächsten, öffnet die Bogenhand, legt den Pfeil rein, immer so weiter, bis alle da sind. Dann sind sie automatisch in der richtigen Drehung. Gar keine Schwierigkeit, dann habe ich die Pfeile hier so und kann einfach die Pfeile, genauso wie ich sie reingenommen habe, auch wieder rausziehen. Andere Technik, die ist ein bisschen schneller. Man nimmt einen Pfeil und legt ihn etwas schräg über den nächsten Pfeil, den man greift, und zwar in der richtigen Drehung. In meinem Fall heißt es, dass ich von mir aus gesehen, genauso wie von euch aus gesehen, eine Seite, nämlich die linke Seite, in meinem Fall ist da links, bei euch ist da links, aber es ist ganz gleich, über den Schaft lege. Das heißt, ich suche mir den nächsten Pfeil aus, links drüber, wieder, links drüber. Das mache ich, bis ich alle Pfeile gesammelt habe und dann ist er für Linkshänder gut. Dann kann ich ihn einfach so nehmen und den nächsten Pfeil rausnehmen. Wichtig ist dabei noch, dass wenn man das schnelle Schießen übt, dass man darauf achtet, nicht zu hetzen. Und zwar passiert Folgendes: Wenn man hetzt, man legt auf, knockt nicht richtig ein, zieht nach hinten und die Sehne löst sich, ohne dass der Pfeil mit drauf liegt. Das nennt man Trockenschuss oder leeren Schuss. Das ist nicht gut für den Bogen und sollte man wirklich vermeiden. Das ist nicht gut. Es ist wichtig, dass man erstmal einfach langsam übt, schießt. Man muss auch nicht doll ausziehen dabei. Es geht wirklich darum, diesen Prozess zu üben, wirklich nachzuladen. Und das Ganze läuft dann irgendwann so flüssig, dass man automatisch schneller wird. Wichtig ist dabei, wenn man mal ein bisschen an die Hand näher rankommt, dass man sich diesen Pfeil hier oben nimmt. Viele Leute greifen sich den Pfeil hier, versuchen dann so irgendwie einzunudeln und legen dann hier ran, feuern. Das dauert sehr lang. Es ist wichtig, dass man den Pfeil wirklich an der Nocke nimmt, dann weiß man auch sofort, wie man ihn hat. Man muss dann nicht hingucken, kann einfach drauflegen und schießen. Man fühlt dann, wie das funktioniert. Manche Leute schießen lieber mit der Zughand andersherum. Das kann man machen. Es dauert nur eben ein paar Millisekunden mehr, weil man von hier nach da umgreift. Okay, was fängt man jetzt damit an, wenn man schnell nachladen kann? Ich habe es schon mal im letzten Video erklärt. In der Regel kann man mit dieser Technik etwa 10, vielleicht 12 Pfeile halten. Ich habe jetzt hier gerade 12 in der Hand, aber 10 ist schon eine ganz gute Zahl. Irgendwann werden die Wurfarme behindert. Das ist sehr unangenehm.
Das merkt man aber auch. Nun, wenn man schnell nachlädt und dann schnell schießt, ist man seine Pfeile auch schnell los. Das heißt, es nützt nichts, wenn man die wenigen Pfeile, die man hat, dann ganz schnell wegschießt. Dann ist man ja umso schneller wieder pfeilleer. Wofür ich die Technik tatsächlich nutze, ist, ich bin schneller bereit und kann schneller wieder den Nahkämpfer oder den wie auch immer Gegner bedrohen. Das hat den Effekt, dass der Gegner kein Schussfenster hat, kein Zeitfenster, währenddem er mich angreifen kann. Ihr kennt das ja oft, diese Situation, dass man schießt als Bogenschütze, man schießt vielleicht auch ganz gut und dann kommt der nächste Nahkämpfer an, der sich denkt, ha, jetzt hat er geschossen, jetzt braucht er vielleicht 10 Sekunden, bis er nachlädt. Das ist ja normal oft, ne, dass man nochmal lange hier reinfädeln muss und während man so einfädelt, kommt der Nahkämpfer ran und macht einen kalt. Das hat man mit dieser Technik nicht, weil man schnell genug ist. Man kann schießen und naja, das Zeitfenster, das der Bogenschütze hat, um wieder bereit zu sein, hat sich einfach verkürzt. Beziehungsweise der Nahkämpfer hat keine Zeit mehr ranzukommen. Natürlich muss man das am besten noch mit dem Rennen kombinieren, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Im Grunde ist es aber so, dass man mit dieser Technik vor allem generell wehrhafter ist, ohne dass man tatsächlich öfters schießt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr das irgendwie benutzt, gerne Kommentare schreiben, beziehungsweise auch einfach sagen, wie es bei euch funktioniert. Ich habe auch schon unterschiedliche Berichte gehört, wo Leute das einfach ohne erweiterte Nocken schnell schaffen. Ich persönlich habe mir die gemacht, damit man das einfach leichter hinkriegt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Also, ich habe das jetzt mal versucht mit der Technik und ich habe rausgefunden, das geht super leicht. Das kann man sogar auch auf dem Einrad machen.